Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Genau, heute standen wir jetzt noch eine Nacht direkt am Strand und wir planen gerade unsere weitere Fahrt. Viele haben uns die Bibliothek noch empfohlen. Also Ephesus. Aber wir sind ein bisschen im Zwiespalt, weil ja, wir überlegen, die Aphrodisiasis-Stätte zu machen. Die ist in der Nähe von Pamukkale, wo wir jetzt hinfahren. Und wir können ja nicht alles mitnehmen. Ja, und außerdem wird es dann wieder am Ende so viel Kultur bzw. antike Stätten, dass wir dann wieder keine Lust haben. Und die Stätte Aphrodisias soll eine der größten in der Türkei sein. Deshalb werden wir die wahrscheinlich machen und ist eben kurz vor Pamukkale machen wir einen Abstecher dahin. Genau, und dann machen wir Pamukkale und fahren wieder Richtung Küste. Richtung Küste. Nach Marmaris. Okay, das heißt, jetzt fahren wir dann los. Müssen noch tanken zum Vodafone Store, um Geld auf unsere Karte einzuzahlen, weil unsere Kreditkarten sind im Ausland für Online-Einsätze gesperrt. Das heißt, wir können nicht aufladen und im letzten Vodafone Store wollten sie uns nicht das Paket, das uns der Erste draufgeschrieben hat, auffüllen. Da wollten sie uns 18 GB für 80 TL geben, anstatt 30 für 90. Das haben wir nicht gemacht und online gibt es ein Angebot, aber wir dürfen online nicht bezahlen mit unserer Kreditkarte. Und es geht nur zahlen per Kreditkarte. Dann müssen wir noch kurz einkaufen und dann geht's, denke ich mal, direkt zur Ausgrabungsstätte. Ja, genau. Wir haben ungefähr 5 Kilo Hundefutter mindestens da gelassen. Ja, und am Ende, die Hunde hatten keinen Hunger und die Elstern haben sich drüber hergestürzt. Ja. Richtig geil. Außer die Welpen, die haben sich über das Welpenfutter super gefreut. Das waren auch die einzigen. Na, dann haben wir halt die Elstern gefüttert. Auch die kleinen guten Taten zählen. Wir haben jetzt vorher für 15,50 getankt, einen Liter, und wollten dann, wenn es günstiger ist, die Reservekanister auffüllen. Aber, also wir haben eine Tankstelle gefunden, wo es angeblich laut Anzeige 12 noch was gekostet hat. Das günstigste, was wir seit Anfang an der Türkei gesehen haben bis jetzt. Und dann haben wir den ersten auffüllen lassen. Ich mache den anderen frei, gehe hin und sehe auf einmal, dass er 15,50 abrechnet pro Liter. Und ja, die Anzeigetafel war nicht mehr aktuell. Schon mal richtig geil. Dann haben wir das gestoppt. Wir sind jetzt in Aphrodisias angekommen und die ersten Siedlungsreste waren hier beim Theater bereits vor über 5000 Jahren gefunden worden. Und erst ja, in den Jahrhunderten vor Christus und danach wurde es dann vom Dorf zu einer Stadt entwickelt und stand dann auch unter dem Schutz vom Kaiser Augustus. Hinter uns, also noch zum Ort kurz, hier gibt es auch ein Riesenstadion, das mit das besterhaltenste Stadion aus der Antike ist oder sogar das beste. Genau, hinter mir sieht man bereits sowas wie den Eingang für die Straße zum Tempel der Aphrodite. Und ich sag mal so, auf den ersten Blick schaut es jetzt schon richtig gut aus. Wir sind jetzt hier im Tempel der Aphrodite und der ist riesig. Also hinter mir, das wurde 500 nach Christus entfernt. Da waren eigentlich auch so Säulen wie hier, weil es in eine christliche Kirche umgewandelt wurde. Aber die schiere Größe von
dem Tempel, der geht bis zur letzten Säule da hinten hin. Das sind bestimmt, was wird das sein, Sarah? 50 Meter? Ja. Bestimmt 50 Meter lang. Das ist schon beeindruckend. Und es ist alles wirklich schön, fein und säuberlich, sagt man, bearbeitet mit Mustern und so weiter. Und hier sieht man, wie sie verhindern, dass die Steinsäulen auseinanderbrechen. Ich kann mich nicht entscheiden, wo ich mich hinsetzen möchte. Übrigens, Hunde sind erlaubt. Ja. Und hier leben auch Hunde drin in dem Gebiet. 5 Stück. Ich bin jetzt hier unten im Stadion und hier auf dem Schild steht, dass es das besterhaltene antike Theater ist. Rio macht hier gerade stellt die Kämpfe der wilden Tiere nach. Und da sich Rio so langsam langweilt, geht es für uns jetzt zurück zum Auto. Wir schlafen hier am Stellplatz, am Parkplatz meine ich. Und genau, dann schönen Abend euch. Tja, Rio, der ist schwerer wie du. Nebenbei rendern wir das neue Video. Also wir haben gerade unsere erste Polizeikontrolle hinter uns. Ja. Da vorne kann man sie noch sehen. Auf der Straße. Und eigentlich wollten sie uns nur fragen, wie es uns geht und ob wir zum Canyon fahren. Ich habe keine Ahnung, wohin die Straße sonst noch führt, ob sie auch zum Canyon fahren. Auf jeden Fall ganz lustig. Und super nett. Krass. Das ist super schön. Mega. Wie ihr sehen könnt, stehen wir nicht hier in Pamukkale. Das machen wir nämlich nicht, aus folgenden Gründen. Einmal sind nicht alle Becken mit Wasser gefüllt. Dann der Eintritt ist für uns beiden 220 türkischen Lira relativ teuer. Und wir hätten einen Umweg für, ich weiß nicht, 120 Kilometer ungefähr machen müssen. Und das war es uns einfach insgesamt nicht wert, wenn nicht alle Becken gefüllt sind. Stattdessen sind wir hier am Canyon Seia Tepesi, oder? Seia Tepesi. Wir schreiben es rein. Und haben diesen phänomenalen Ausblick für uns allein, beziehungsweise fast für uns allein. Weil unterwegs hatten wir ja schon die Polizeikontrolle. Und hier hinten war irgendwie gefühlt ein Polizeitreff, alle mit Kaffee. Hatten ihren Spaß, wahrscheinlich die Mittagspause verbracht. Nachher fahren wir ein Stück weiter Richtung Marmaris, damit wir wieder etwas wärmere Temperaturen bekommen.
Okay. Vertraust du mir? Schimpfst du? Oh, geil. Sie hat's geschafft. Ein Erdschild. Lass mich davon weg. Mit seinem Stock. Noch eine kleine Korrektur zum Namen. Es ist der Inke-Giz Canyon. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. In Google hatte der einen anderen Namen. Warum auch immer. Das ist bestimmt nur die Aussichtsplattform, die irgendwie so hieß. Das kann natürlich sein, weil hier der Aussichtspunkt ist, ob der dann anders heißt. Ist der braun und runtergefallen. Das Obst und Gemüse, was wir hier geholt haben, ist so lecker. Die Humpen alle nicht. Alter. Ich glaube, das ist das, was Ute und Björn meinten. Was meinen Sie? Mit Straßensperrung oder keine Ahnung. Achso, das kann sein. Also wir sind jetzt gerade an der Baustelle und jetzt wurde uns gesagt, also wir wurden jetzt mit 4 türkischen Männern, die haben uns jetzt nach dem Weg gefragt, mit Händen und Füßen haben wir Marmaris erklärt. Also haben wir gesagt, hier geht's nicht nach Marmaris, die Straße, das stimmt nicht von der Navigation, die ist kaputt. Und jetzt ist einer so nett und steigt jetzt in sein Auto und führt uns zur richtigen Straße. Ey, der fährt hinten mit? Oh, das ist aber richtig hoher hier. Oder? Wenn der hinten einsteigt und der Fahrer wartet hier. So, wir sind jetzt hier auf der Schnellstraße angekommen und der nette Herr bzw. sein Fahrer, die haben uns jetzt einen Umweg von 20 Kilometer geführt und sind vorweggefahren und ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt zurück zur Baustelle fahren. Und das ist mal wirklich Freundlichkeit. Unser Plan der Sonne hinterher funktioniert so langsam. Hat nur 2 Monate Verzug gehabt. Naja, dieser Plan ging nicht wirklich auf. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, wir fahren noch in den Schnee hinein. Sarah behauptet gerade, sie ist wie sagt man denn? Sie und Rio sind wieder Freunde. Nachdem er heute Morgen nicht gehört hat auf mich. Ja. Und auch auf mich. Freunde. Hier ist nämlich eine läufige Hündin und er weiß zwar nicht, was er machen muss oder will, Gott sei Dank, aber er ist schon sehr interessiert und ja, der Gehorsam leidet drunter. Leider. Pubertät fängt an. Juhu. Unser Mitleid an alle Eltern, die pubertierende Kinder haben. Wir können es uns nur vorstellen, wie es ist. Wie heißt der Ort? Aphrodisias? Wir sind jetzt in Efra... Nachschauen. Aphrodisias. So. Wir sind jetzt in Aphrodisias, Rio. Ja, ich wollte gerade eigentlich ein Selfie machen.